Hallo ihr Lieben, wie macht Polygon das Ethereum-Netzwerk effizient? Ist der Merge von Ethereum für Polygon gut gewesen? All das und noch viel mehr klären wir jetzt. Wie immer, meine eigenen Recherchen, keine finanzielle Beratung. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. Aktuell zählt Etherscan über 629.000 ERC20 Token-Verträge. Das Ethereum-Netzwerk bildet damit die größte Dachplattform für Smart Contracts und DApps. Auch wenn das Ethereum-Protokoll bisher erfolgreich lief, so kämpft der Gigant immer wieder mit der Skalierbarkeit. Ein Netzwerk ist nur dann skalierbar genug, wenn es bei steigender Nutzeranzahl weiterhin genügend Kapazitäten bieten kann, ohne dabei an Sicherheit zu verlieren. Die Nutzeranzahl für den DeFi- und NFT-Bereich explodiert in den letzten Jahren so stark, dass Ethereum schon einige Male überlastet war. Die Transaktionen stauten sich an wie Autos auf einer Autobahn, die Transaktionszeiten wurden länger, die Kosten teurer. Bei einem Marktcrash am 12. März 2020 dauerte beispielsweise eine Transaktion über 40 Minuten. Laut BitInfoCharts erreichte die durchschnittliche Transaktionsgebühr am 1. Mai 2022 ein Hoch von $196. So, und jetzt kommt Polygon ins Spiel. Polygon ist eine dezentrale Skalierungsplattform und Ethereums Internet of Blockchains. Ziel der Plattform ist es, Ethereum zum Multi-Chain-Ökosystem aufzurüsten. All die zahlreichen Kryptoprojekte sollen einen kompatiblen, effizienten und sicheren Platz erhalten. Nach dem Motto von Entwickler für Entwickler sollen diese ihre DApps möglichst benutzerfreundlich bauen können, ohne auf Ethereums Netzwerkeffekt zu verzichten. Der Token von Polygon heißt Matic. Zum Zeitpunkt des Videos ist Matic auf Rang 13 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 6,6 Milliarden Euro. Wie macht Polygon Ethereum schneller und effizienter? Stell dir dazu einfach mal einen Ritter vor. Der Ritter heißt Ethereum. Der Ritter besitzt allein schon die nötige Manneskraft. Doch um sich aufzurüsten, hat er sich eine passende Ritterrüstung anfertigen lassen. Die Rüstung vom Hersteller Polygon wurde passgenau nach Wünschen des Ritters angefertigt. Der Ritter wollte eine Metallrüstung mit einem Schwert in der einen Hand. Die Rüstung hilft dem Ritter, effizienter und sicherer zu kämpfen. Und jetzt zurück in Blockchain-Sprache. Der Ritter entspricht Ethereum bzw. einem Basisnetzwerk. Die Rüstung entspricht Polygon. Polygons Architektur ist wie eine Ritterrüstung Second Layer, also auf zweiter Ebene aufgebaut. Die Auswahl an Rüstungsartikeln, wie das Schwert zum Beispiel, entsprechen den einzelnen Lösungen, Abwicklungsdiensten und Modulen von Polygon. Polygon ist mit Ethereum kompatibel. Das Polygon-Netzwerk enthält zwei Hauptkomponenten. Zum einen das Framework und zum anderen das Protokoll. Durch die Kombination aus Framework und den verschiedenen Skalierungslösungen können dezentrale Projekte über Polygon ausgelagert laufen, ohne das Ethereum-Ökosystem zu verlassen. Polygon macht Ethereum damit wesentlich effizienter. Mal nur so zum Vergleich. Ethereum schafft ca. 15 Transaktionen pro Sekunde, Polygon gibt im Schnitt aktuell 7000 an. Unter Verwendung einer speziellen Technologie, dem Plasma Framework, sollen über Proof-of-Stake-Checkpoints sogar bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde auf einer einzigen Seitenkette verarbeitet werden können. Ein neuer gültiger Block kann innerhalb von 2 Sekunden für gültig erklärt werden. Das ist 4000 Mal schneller als Ethereum. Die Kosten belaufen sich im Schnitt auf $0,002 pro Transaktion. Das wäre wiederum 10.000 Mal niedriger an Kosten pro Transaktion als Ethereum. Mehr technische Details erfährst du im Abschnitt zur Technologie. Wir kommen zum Ökosystem und den Partnern. Die Leistungsfähigkeit von Polygon hat bisher zahlreiche DeFi- und NFT-Projekte aus dem Finanz- und Gaming-Sektor angezogen. Indem die Apps Polygon und Matic integrieren, können Transaktionen schneller und günstiger abgewickelt werden. Dezentrale Börsen profitieren von schnelleren Peer-to-Peer-Trades, die Trading-Geschwindigkeit kann sich dadurch enorm steigern. Dezentrale Börsen profitieren von schnelleren Peer-to-Peer-Trades, die Trading-Geschwindigkeit steigert sich dadurch enorm.
Polygon wird heute von über 19.000 D-Apps genutzt, hat über 135 Millionen einzelne Nutzer und über 3 Millionen tägliche Transaktionen. In der DeFi-Liste finden sich bekannte Namen wie die dezentrale Börse SushiSwap, Uniswap oder die Lending-Plattform Aave. Im Bereich NFT und Gaming setzt seit 2021 die bekannte Spieleplattform Decentraland auf eine stufenweise Integration von Polygon. Der größte NFT-Marktplatz OpenSea verkündete im August Polygon hinzuzufügen. Der Matic-Token wird nun auch auf OpenSea als Zahlungsmethode akzeptiert. Jeder, der auf Polygon mit OpenSea Transaktionen abwickelt, muss seine eigenen Gebühren mit Matic bezahlen. Auch Unternehmen außerhalb der Blockchain-Branche sind auf Polygon aufmerksam geworden. Um mal die wichtigsten zu nennen, im September verkündete Starbucks, Polygon für ein NFT-basiertes Treueprogramm nutzen zu wollen. Kunden können in Minispielen und Aktivitäten NFTs gewinnen. Die NFT-Stempelkarten können für zahlreiche Vorteile eingesetzt werden. Dann Mercedes-Benz. Dieser Konzern startete 2021 mit einer Beta-Version der Datenplattform Accentric. Accentric soll Daten transparenter machen, indem es eben Metadaten von Nutzern verschlüsselt auf der Blockchain ablegt. Die Nutzer laden dafür ihre Daten zunächst erstmal über einen Cloud-Dienstleister wie Amazon Web Services hoch und können die Daten dann monetarisiert anbieten. Der technische Partner hierzu? Polygon. Übrigens, mehr zum Thema Blockchain und autonomes Fahren findest du auch noch mal in meinem Video zu Constellation. Dann als nächstes Dolce & Gabbana. Dieses Unternehmen gab im Juni 2021 bekannt, eine exklusive NFT-Kollektion rund um die Mode von Venedig hervorzubringen. Und dann noch vielleicht ganz interessant, das bekannte Softwareunternehmen Adobe. Adobe hat Polygon im März 2022 auf seiner Social-Media-Plattform Behance integriert. Künstler können dadurch ihre eigenen NFTs prägen und umweltfreundlicher anbieten. Soweit so gut. Doch wie ist es zu diesem Erfolg von Polygon gekommen? Polygon, ehemals Matic, wurde 2017 als Open-Source-Protokoll insbesondere durch 3 namhafte Gründer ins Leben gerufen. 2 davon, Kanani und Nailwal, beides Blockchain-Entwickler, Arjun aus dem Bereich Produktmanagement und Unternehmensberater. Kanani ist aktueller CEO von Polygon. Als Sohn eines Diamantenfabrikarbeiters war seine Kindheit alles andere als rosig. Um seine Schulden bei seinem Vater zu begleichen, fing er mit einigen Nebenprojekten an, um Geld zu verdienen. Eines seiner Nebenprojekte war eine Webseite, auf der man wetten konnte, welcher der nächsten Game of Thrones Charaktere stirbt. Auf der Suche nach alternativen Zahlungslösungen, die er auf einer Webseite integrieren konnte, stieß er auf Krypto und auf Ethereum. Zu Beginn wollte niemand aufgrund des schlechten Krypto-Images in Indien investieren. Die Gründer liehen sich Geld von der Familie und sie gaben einfach nicht auf. 2019 erfolgte dann der Wechsel von Ethereum zur eigenen Plattform und es kam zum weltweiten Durchbruch. Allein ein Initial Exchange Offering auf Binance brachte dem Team $5 Millionen ein. 2021 erfolgte das Rebranding von Matic in Polygon. Heute investieren Superstars wie der ehemalige CTO von Coinbase Srinivas oder Mark Cuban in Polygon. Das Unternehmen sammelte Anfang 2022 in einer jüngsten Finanzierungsrunde rund 450 Millionen US-Dollar ein durch verschiedene Investoren. Die Bewertung des Unternehmens stieg damit auf 20 Milliarden Dollar. Übrigens, Polygon möchte eine nachhaltige Plattform sein. Dazu beschrieb das Team in einem grünen Manifest seine Ansprüche an die Umwelt. Wenn wir Menschen wirklich in Freiheit leben wollen, so brauche es umweltfreundliche Lösungen. Der Klimawandel würde die Freiheit unserer zukünftigen Generationen hart eingrenzen. Hier siehst du eingeblendet, dass Polygon 2021 mit 90.000 Tonnen pro CO2-Äquivalent nahe PayPal lag. Um das zu ändern, kaufte das Unternehmen für 400.000 US-Dollar tokenisierte Kohlenstoffzertifikate. Dieser Kauf entsprach den 90.000 Tonnen Emissionen. Damit wurde Polygon 2022 endlich Carbon-negativ. Weiterhin sollen 20 Millionen Dollar in verschiedene grüne Initiativen und Projektentwicklungen fließen, um die Plattform klimapositiv zu gestalten.
Unabhängige Plattformen wie KlimaDAO oder Crypto Carbon Rating Institute sollen dazu den Kohlenstoffabdruck tracken. Wir kommen als nächstes zu den Tokenomics. Der Matic-Token ist der native Token des Polygon-Netzwerks. Es handelt sich bei Matic um einen ERC20-Token. Der Token verwendet daher Ethereum als Root bzw. Basis-Blockchain. Innerhalb des Second-Layer-Netzwerks von Polygon erfüllt der Token verschiedene Funktionen. Zum einen dient er als Gas-Token. Matic dient als internes Zahlungs- und Tauschmittel innerhalb des Polygon-Ökosystems. Für jede Transaktion auf den Polygon-Sidechains oder die Nutzung einer Polygon-Anwendung brauchst du Matic. Dabei wird jedes Mal eine zusätzliche Gebühr, eine Fee, in Form von Matic fällig. Eine zweite Funktion ist die Netzwerksicherheit. Die Gebühr wird an die Validatoren gezahlt, die dann daraufhin die neuen Blöcke mit den Transaktionen für gültig erklären. Polygon verwendet dafür einen Proof-of-Stake-Zustimmungsmechanismus. Matic dient als Staking- und Reward-Token für die Arbeit der Validatoren. Eine dritte Funktion wird die Governance-Funktion sein. Matic-Token-Besitzer sollen zukünftig über Verbesserungen von Polygon mit abstimmen können. Die Votings werden Polygon Improvement Proposals genannt. Übrigens, anhand der Klassifikation der Schweizer Finanzbehörde würde ich persönlich den Matic-Token als eine Mischung Nutzungstoken mit zusätzlicher Zahlungsfunktion bezeichnen. Im White Paper wird Matic als Utility-Token bezeichnet. Mehr zu den einzelnen Formen der Tokens findest du auch noch in meinem Video zum Thema Kryptowährungen. Insgesamt steht ein Gesamtangebot von rund 10 Milliarden Matic-Tokens zur Verfügung. Von diesen 10 Milliarden befinden sich laut CoinGecko rund 7,4 Milliarden im Umlauf. Fast 3/4 aller Tokens sind im Umlauf. Circa 4 Milliarden Tokens werden im Netzwerk gestaked. Hier siehst du die Tokenverteilung. Im Rahmen des Binance Offerings wurden rund 19% der Gesamttokens verkauft, hier als Launchpad Sale gekennzeichnet. 3,8% wurden in Private Pre-Sales verteilt, hier im Schema als Seed und Early Supporters. Der Rest liegt mit 21% bei der Foundation, 17% beim Team, 4% bei den Advisern und 23% beim Ausbau des Ökosystems. Für die Staking Rewards sind rund 12% der Tokenverteilung vorgesehen. Das entspricht den Network Operations in dem Bild. Macht in Summe rund 100%. Im nächsten Schema siehst du den Zeitplan der Ausschüttung laut CoinMarketCap. Neue Matic-Tokens sollen im Rahmen der Rewards regelmäßig ausgeschüttet werden, und zwar so lange, bis sich alle 10 Milliarden Tokens im Umlauf befinden. Und das könnte in den nächsten Jahren bis etwa 2025 der Fall sein. Wie kannst du Matic kaufen und aufbewahren? Da Matic nicht ganz unbekannt im Ethereum-Ökosystem ist, kannst du den Token auf den meisten gängigen Börsen wie Binance, Coinbase oder Crypto.com erwerben. Matic wird unterstützt durch Soft-Wallets wie dem Trust Wallet oder Metamask. Auch Hardware-Wallets wie das biometrische Decent Wallet oder Ledger unterstützen die Aufbewahrung. Einmal erworben, hast du auch die Möglichkeit, deine Matic-Tokens an einen Validator zu delegieren. Viele zentralisierte und dezentralisierte Börsen bieten das Staking von Matic an. Was passiert jetzt mit Polygon durch den Ethereum-Merge? Mit dem Upgrade Ethereum 2.0 soll das Netzwerk in mehreren Phasen saniert werden. Der 15.09.2020, der Stichtag, da wurde die sogenannte Phase des Merge eingeleitet. Ethereum stieg damit von Proof of Work auf Proof of Stake um. Welche Auswirkungen hat jetzt der Merge zunächst auf Polygon? Durch den Merge reduziert sich insbesondere die Netzwerkemissionen. Ethereum wird um 99% energieeffizienter. Vitalik am Merge Day twitterte dazu, dass sich der weltweite Stromverbrauch um 0,2% senken würde. Dieser enorme Einfluss wird natürlich auch Polygon betreffen, denn mehr als 95% der Emissionen von Polygon sind mit der Verbindung zu Ethereum assoziiert. Ansonsten bleibt alles beim Alten, sprich Proof of Stake macht die Ethereum-Transaktion nicht günstiger, auch nicht schneller. Und für Polygon heißt das erstmal weitermachen. Die nächsten Meilensteine von ETH 2.0 beinhalten den Ausbau eigener Skalierungslösungen. Mehr dazu auch nochmal in meinem ETH 2.0 Video. Für viele die Frage, wird Polygon durch die nächsten Phasen spätestens dann nicht überflüssig werden? Nein, das wird es nicht.
Denn Polygon befürwortet sogar die Skalierungslösungen von Ethereum. Jede Verbesserung macht Ethereum zukunftsfähiger. Denn was bringt eine gute Rüstung, wenn der Ritter darunter schwächelt? Außerdem wird Ethereum selbst danach auf zusätzliche Second-Layer-Skalierungslösungen angewiesen sein, um das Blockchain-Trilemma weiterhin zu lösen. Im Kampf reicht nicht ein starker Ritter aus, er wird trotzdem eine Rüstung brauchen, um sich gegen Schläge zu schützen. Das Upgrade auf Ethereum 2.0 ist außerdem ein langer Prozess. Polygon möchte während, aber auch nach dem Prozess ein etablierter Bestandteil vom Netzwerk sein. Auch die Rüstung erfährt in dieser Zeit einige Verbesserungen. Besseres Material, das ein oder andere Schwert. Du verstehst schon. Wir schauen uns als nächstes die verschiedenen Technologien zur Skalierung an. Als erstes Polygon Proof of Stake. Multichains, Subnetze, Sidechains. Dieses Grundprinzip kennst du auch schon aus meinen anderen Videos zu den Projekten Polkadot, Cosmos, Constellation und wie sie alle heißen. Polygon kann analog dazu Seitenketten zu Ethereum stellen, um das Hauptnetzwerk zu entlasten. Seitenketten sind alternative Blockchains zu einer übergeordneten Kette, einer Root-Chain. Seitenketten von Polygon verwenden einen Proof-of-Stake-Mechanismus, daher auch Polygon Proof of Stake. Die jeweilige Sidechain hat Kontakt zur Root-Chain, dem Hauptnetzwerk von Ethereum. Über verschiedene Kontrollpunkte kommt es zum Austausch zwischen Root- und Sidechains. Der Konsensus wird erreicht, wenn einer Reihe von Transaktionen bzw. von Blöcken in einem Kontrollpunkt mehrheitlich zugestimmt wird. Sidechains können privat oder öffentlich sein. Entwickler können wählen, welchen Netzwerktypus sie nehmen möchten. Entweder sie wählen eine Standalone-Chain oder einen Security as a Service. Standalone-Chains sind, wie der Name schon verrät, für sich unabhängige und völlig flexible Blockchains, die ihren eigenen Validatorenpool stellen. Dieser Typus eignet sich insbesondere für bereits größere Enterprise-Projekte oder bestehende Ökosysteme mit größeren Communities. Kleinere Startups oder sicherheitsorientierte Projekte können Security as a Service wählen. Bei diesem Seitenkettentyp übernimmt Ethereum oder eine ausgewählte Gruppe von Validatoren den Staking-Zustimmungsmechanismus. Als nächstes Polygon Plasma. Das sind spezielle Seitenketten von Polygon, die zusätzlich zum Proof of Stake das Plasma Bridging Framework integriert haben. Diese Seitenketten beinhalten vereinfacht gesagt einen zweiten Mechanismus, der sie nochmals sicherer und skalierbarer macht als die reinen Proof-of-Stake-Seitenketten. Eine Art duale Konsensusarchitektur. Zusätzliche Second-Layer-Technologien wie Zero-Knowledge oder Optimistic Rollups für die Skalierbarkeit und Sicherheit von Ethereum sind in Entwicklung. Als Beispiel nehmen wir uns die optimistischen Rollups. Diese Art der Rollups hindern böswillige Betreiber, falsche Transaktionsdaten auf das Hauptnetzwerk von Ethereum hochzuladen. Dazu werden immer ein Bündel an Blöcken mit Transaktionen gesammelt und an Ethereum gesendet. Dort werden die Blöcke dann dokumentiert, aber eben nicht unwiderruflich per Smart Contract ausgeführt. Sollte eine Transaktion in einem Bündel dieser Blöcke aus irgendeinem Grund fehlerhaft sein, werden alle dazugehörigen Blöcke in dem Bündel verwaist und der Smart Contract zieht sich, simpel ausgedrückt, aus der Vereinbarung zurück. Ist der Rollup-Block korrekt, wird der Vertrag ausgeführt. Neben den verschiedenen Skalierungslösungen bietet Polygons Plattform zusätzliche Dienstleistungen an. Manche der Lösungen sind schon live, andere noch in Entwicklung. Ähnlich dem Cosmos SDK von Cosmos oder dem Hypercube von Constellation stellt Polygon ein modulares Framework zur Verfügung. Mit dem Framework Polygon Edge können die Entwickler für Projekte mit einem Klick aus einem Set verschiedener Voreinstellungen wählen. Wem das nicht schnell genug geht, kann eine zusätzliche Dienstleistung in Anspruch nehmen. Dieses zusätzliche Abwicklungsprogramm heißt SuperNet-Programm. Das SuperNet-Programm entspricht einem Art Quick Setup Guide, um die Einrichtung einer eigenen Blockchain zu beschleunigen. Auch möchte Polygon interoperabel sein. Beispiel Brücken. Brücken bieten einen direkten Kommunikationskanal zwischen Polygon und Ethereum. Über Brücken können Tokens zwischen Polygon und Ethereum übertragen werden, ohne einen Drittanbieter mit einzubeziehen. Neben reinen Proof-of-Stake-Brücken gibt es zusätzlich Plasma-Brücken. Die Unterschiede findest du hier in dieser Übersicht eingeblendet. Der Gedanke,
Einzelne Anwendungen können sich innerhalb des Ökosystems austauschen, was zum Beispiel für Spiele und NFT-Handelsmarktplätze super interessant ist. Auch zeigt Polygon sich offen dem gegenüber, dass auf Grundlage von Community-Vorschlägen in Zukunft weitere Blockchains unterstützt werden können. Das hätte wiederum Vorteile für einen Austausch von Ethereum zu fremden Netzwerken. Welche Einschränkungen hat Polygon? Einen Punkt sehe ich in der Konzentration von Matic-Tokens durch große Anleger. Die Top 50 Adressen besitzen über 81% aller Matic-Tokens. Damit gilt Matic als ein Token, der von großen Haltern relativ zentralisiert gehalten wird. Mal nur so zum Vergleich. Bei Chainlink, aktuell Rang 23, halten die Top 50 Adressen 67% der Link-Tokens. Bei Shiba Inu, derzeit Rang 14, halten die Top 50 Adressen aktuell über 78% aller Tokens. Weiterhin Einbußen in puncto Dezentralität, das betrifft die Validatoren und den Staking-Mechanismus. Wählen Entwickler für ihre Anwendungen optionale Sicherheitsprotokolle, so kann man für den Konsensus auch den Validatorenpool von Polygon wählen. Das habe ich vorhin schon erzählt. Dieser Service dient dazu, möglichst schnell ein Projekt in bestehende Infrastrukturen zu integrieren. Die Validatoren von Polygon sind professionell vorausgewählte Validatoren, die bestimmte Kriterien für einen Full Node erfüllen müssen. Manko dabei: die Anzahl ist aktuell auf 100 Validatoren limitiert. Dann das Betreiben eines Nodes. Für den Konsensus sind wiederum 3 Ebenen Ethereum, Heimdall und Borlayer involviert. Mit allen 3 müsste sich ein Node-Betreiber auseinandersetzen. Jeder der Ebenen übernimmt verschiedene Aufgaben. Heimdall verifiziert die Blöcke, während Bor die Blöcke produziert. Mehr würde ich an dieser Stelle gar nicht ins Detail gehen, das wird zu technisch. Alles in allem, das würde ein Laie, ein Nicht-Entwickler niemals machen. Er würde, wenn dann, nur delegieren. Das schafft eine Abhängigkeit gegenüber Polygon im ersten Moment für die Entwickler, aber auch für die Tokenbesitzer, die am Staking-Prozess teilnehmen möchten. Dieser Abhängigkeit versucht Polygon jedoch entgegenzuwirken. Entwickler können auch eine unabhängige Standalone-Chain mit eigenen Validatoren für das Projekt wählen. Für mehr Dezentralität möchte Polygon die Governance-Funktion für Matic-Tokenbesitzer einführen. Für die Community wurde letztes Jahr außerdem eine Plattform, die Polygon-Ökosystem DAO, gegründet. Eine Stütze von 1 Million US-Dollar sagte Polygon der Entwicklung dieser Plattform bereits zu. Und übrigens, Ende 2021 wurde Polygon einmal gehackt. Dabei wurden zum Glück nur rund 800.000 Matic-Tokens geklaut, damals im Wert von knapp 2 Millionen US-Dollar. 2 Whitehat-Hacker entdeckten damals den Fehler und machten das Team intern darauf aufmerksam. Nach dem Hack halfen die Hacker, den Fehler zu beheben. Polygon belohnte die beiden mit einer Prämie von über 3 Millionen US-Dollar. Die Polygon Foundation trug die Kosten für den Diebstahl. Seitdem gab es, toi toi toi, keinen Vorfall mehr. Mein Fazit zu Polygon. Was passiert mit dem Netzwerk und wie geht's weiter? Ursprünglich war Polygon nur gedacht, eine reine Skalierungsplattform für Ethereum zu sein. Im Rahmen seines Rebrandings konnte Polygon sich stetig weiterentwickeln. Skalierung wird immer zum Blockchain-Trilemma gehören. Nach Lösungen hierfür gibt es auch in nächster Zeit genügend Nachfrage. Selbst bei erfolgreichem Ethereum-Upgrade wird Polygons Technologie die Entwickler bereichern. Ein nächster Meilenstein für Polygons Zukunft wäre der, wenn noch andere Blockchains Polygon integrieren würden. Das würde Polygon unabhängiger von Ethereum machen. Dann wäre Polygon nicht mehr nur Ethereums Internet of Blockchains, sondern eine interoperable, dezentrale Second-Layer-Plattform. Oder mit anderen Worten, nicht nur ein Ritter, sondern viele andere Ritter können eine eigene Ritterrüstung gut gebrauchen. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Für Fragen und Feedback kommentiere einfach unter dem Video. Ansonsten könnten dich vielleicht auch meine Videos zu Avalanche oder Cosmos interessieren, wo es insbesondere auch um die Skalierbarkeit geht. Schau dich einfach um. Folg mir auch gerne auf Twitter. Danke dir schon mal für deine Unterstützung. Ich bin Miss Krypto von Krypto fasziniert. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.